Liebe Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts. Heute tauchen wir ein in ein ganz besonderes Thema. Der Mensch ist von Natur aus spirituell. Gemeinsam mit Sabine Sangita werden wir darüber sprechen, was es bedeutet, geerdete Spiritualität zu leben und was Spiritualität überhaupt bedeutet. Wir freuen uns, diese wertvolle Zeit mit dir zu teilen. Bevor wir beginnen, lass uns doch gern gleich ein Like und ein Abo da, damit unterstützt du uns sehr. Vielen Dank. Ja, Biene, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich dich gern fragen, was deine Motivation für unseren Podcast ist. Ja, erstmal schön, dass wir das überhaupt machen. Freut mich sehr. Und die Motivation zu diesem Podcast ist für mich, dass die Menschen immer wieder sagen und also im Schima Verlag schreiben oder im Chat oder Facebook, dass sie gern hätten, dass ich mehr erzähle. Und ich erzähle ja schon so, wie es für mich richtig ist, bei den Abenden oder bei den Seminaren, beim Festival. Aber was die Menschen nicht so wirklich wissen, ist, dass das ja immer mit einem Channeling verbunden ist, also dieser Abendfestival oder Seminar, und dass ich fokussiert bin auf dieses Channeling. Das ist etwas, was die Menschen oft nicht so wahrnehmen, und mein Erzählen dann ist natürlich begrenzt, weil einfach mein Fokus und meine Gedanken und eigentlich auch schon die ganze Vorbereitung führt mich zu diesem Channeling. Und dann irgendetwas zu erzählen, was jetzt die Menschen vielleicht interessiert, also das ist eigentlich so gut wie nicht möglich. Also ich versuche es manchmal und ein bisschen gelingt es mir ja auch. Aber beim Podcast habe ich mir halt gedacht, da bin ich freier, da folgt kein Channeling. Also da kann ich besser erzählen und freier erzählen auch, weil eben diese Vorbereitung in mir nicht ist. Und hoffe natürlich, dass die Menschen sich freuen, dass wir das jetzt machen, und schauen wir mal, wie es ankommt und wie sie uns unterstützen. Es gibt ja viele Meinungen über Spiritualität und auch so viele unterschiedliche Wege, die ein Mensch gehen kann. Wie nimmst du das wahr? Ich wusste ja im Vorfeld, also wir haben jetzt keine Fragen irgendwie vorher abgesprochen, aber mir war es wirklich ein Bedürfnis, dass gerade der erste Podcast über Spiritualität im Allgemeinen, also dass ich darüber ein bisschen was erzählen kann, weil einfach in der heutigen Zeit, also in dieser neuen Zeit, wo so viel Veränderungen passiert, ich es für ganz wesentlich wichtig halte, dass die Menschen Spiritualität besser verstehen und dieser Ausdruck Spiritualität nicht in so eine Schublade gesteckt wird, wie es halt oft so ist, dass die Menschen sagen, der ist spirituell, der spinnt ein bisschen. Oder andere Menschen wieder sagen, der ist gar nicht spirituell. Also wie kann der überhaupt so leben? Und ich finde beides nicht richtig. Also ich weiß, dass jeder Mensch spirituell ist auf seine Art und Weise, ob er es jetzt nun weiß oder nicht. Wenn ein Mensch geboren wird, ist er spirituell. Sonst wäre er gar nicht hier. Also so geht's schon mal los. Und ganz vieles an Spiritualität bedeutet ja nicht, dass man einen bestimmten Weg gehen muss, sondern dass man einfach eine bestimmte Haltung in sich trägt über Dinge, die vielleicht über das hinausgehen, was man mit beiden Augen sehen kann. Also das ist jetzt schon mal eine Art der Spiritualität, und das, glaube ich, hat jeder Mensch. Also zum Beispiel eine Intuition, ein Bauchgefühl. Also ich kenne jetzt keinen Menschen, der sagen würde, ich habe kein Bauchgefühl oder keine Intuition. Also selbst Menschen, die sagen, sie sind jetzt überhaupt nicht spirituell, also die den Ausdruck vielleicht auch nicht wollen, leben Spiritualität ganz oft unbewusst in ihrem Alltag. Ja. Also indem sie eben auf ihr Bauchgefühl hören, ihre Intuition fragen oder danach handeln. Das finde ich ist schon sehr spirituell. Und dann gibt es ja auch Menschen, die, also
ich kenne auch welche, die Spiritualität oder alles, was jenseits ihrer Vorstellungskraft liegt, sagen, also das existiert nicht. Also ich glaube weder an einen Gott noch an Engel noch an irgendetwas, was außerhalb meiner Wahrnehmung ist. Aber auch die Menschen sind spirituell, weil auch diese Menschen glauben zum Beispiel an Liebe. Sie tragen Hoffnung in sich, Zuversicht, Wut, Ängste. Das sind alles spirituelle Energien, die im Menschen verankert sind. Hast du gerade Wut oder Mut gesagt? Wut. Mut. Wut. Auch Wut ist, also okay. es ist ein spiritueller Ansatz, also weil hinter jeder Wut steht ja etwas, was viel größer ist, nämlich Liebe. Und oftmals ist es einfach die Angst vor der Liebe, dass man eher dann in Aggression oder Wut gerät oder über das, was man vielleicht nicht bekommt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch sehr wütend ist, dann glaube ich oder könnte wahrscheinlich auch sagen, ich weiß, dass es eigentlich etwas ist, was er nicht bekommt, nämlich die Aufmerksamkeit oder die Liebe oder das Gesehenwerden, das Gehörtwerden von seiner Person. Und dann drückt sich eben diese Liebe genau ins Gegenteil aus und das ist dann eben Wut. Also deswegen alles, was so nicht greifbar ist oder was man jetzt nicht anfassen kann, ist eigentlich spirituell. Das gehört zu dir wie's Atmen. Mhm. Und da musst du jetzt keinen besonderen Weg gehen, sondern einfach diese Unterscheidung zwischen spirituell und nicht spirituell gibt es bei mir eigentlich nicht. Was es bei mir natürlich gibt, ist, dass Menschen ihre Spiritualität entdecken und sie dann vertiefen wollen. Das ist dann einen bestimmten Weg gehen. Aber jetzt zu sagen, es gibt spirituelle und nicht spirituelle Menschen, das finde ich immer ganz schlimm, wenn ich das höre. Also das passt auch gar nicht. Also weil es einfach nicht der Wahrheit entspricht. Was bedeutet denn für dich ganz persönlich Spiritualität? Also das ist jetzt natürlich eine Frage gerichtet an ein Medium, was den ganzen Tag und oft auch nachts einfach das tut, für was sie eigentlich geboren worden ist. Deswegen bin ich vielleicht jetzt nicht Maßstab der Dinge, was Menschen tun im Alltag, wenn sie spirituell leben. Aber für mich ist Spiritualität zuallererst mal eine innere Haltung, also eine Achtsamkeit gegenüber alles, was mir geschieht in meinem Leben oder was ich erlebe. Das ist schon etwas, was mein Leben sehr prägt. Also dieses Leben einen Sinn zu geben, die Sinnhaftigkeit, die ein Leben ja prägt. Jeder Mensch fragt sich nach einer Sinnhaftigkeit. Und meine Sinnhaftigkeit ist vor allen Dingen Achtsamkeit und eine innere Haltung gegenüber meinem Leben und den Menschen gegenüber, die mir begegnen. Mhm. Und was glaubst du, warum es manchen Menschen schwerfällt, ihre Spiritualität bewusst im Alltag zu leben? Ich glaube, dass viele Menschen erstmal Angst haben vor Ausgrenzung. Also dass wenn sie einen bestimmten Weg oder ihre Spiritualität einfach entdecken und das vertiefen möchten, dazu gehört ja dann auch ein Weg zu wählen und zu gehen. Und ich glaube schon, dass bei vielen auch Bedenken ist, wie Menschen im Umfeld das aufnehmen, ob sie dann vielleicht ausgelacht oder ausgegrenzt werden. Das ist mal das eine. Und das andere ist aber auch die Angst, ein Stück weit Kontrolle aufzugeben, sich mit sich selber zu beschäftigen, da auch viel zu entdecken. Und ich glaube, dass viele Menschen auch ängstlich sind, was sie da entdecken könnten. Also wo ich jetzt zum Beispiel noch Einzelsitzungen gegeben habe, war das ein ganz, ganz großes Thema bei ganz, ganz vielen Menschen, die Angst, was könnten sie entdecken, was kann da passieren.
Und ich weiß ja, dass überhaupt nichts passieren kann, außer wirklich richtig schöne Dinge, die das Leben zum Positiven verändern und einfach das Leben bunter und vielfältiger macht. Aber die Menschen, und ich kann es auch ein Stück weit verstehen, weil es bei mir ganz am Anfang auch ähnlich war, die Angst, was ist es eigentlich? Ich kann es ja nicht wirklich einschätzen. Ja, es ist etwas, was man nicht unter Kontrolle hat. Man braucht gewisses Vertrauen. Genau, aus seinem großen Erfahrungsschatz. Wie kann man denn eine Balance zwischen einem geerdeten Leben und einem spirituellen Wachstum finden? Also ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man Verantwortung übernimmt für sein Leben und für das, was man tut und für das, was man ist. Also das ist wesentlich. Also eine geerdete Spiritualität bedeutet für mich persönlich, dass alles, was in meinem Leben geschieht, zu mir gehört und ich auch die Verantwortung dafür übernehme. Also eine ungeerdete Spiritualität, wie man es ja auch oft bei Menschen erfährt, ist dann, wenn sie die Verantwortung abgeben, wenn sie sagen, ja, also jetzt entwickle ich mich schon spirituell und vertraue auf Engel oder auf was auch immer oder auf Channelings oder auf Botschaften, aber in meinem Leben verändert sich nicht wirklich was oder jetzt habe ich immer noch nicht das, was ich mir gewünscht habe oder ja, da gibt es ja ganz vieles oder bin immer noch nicht gesund. Das ist dann Verantwortung abgeben. Und in dem Augenblick, wo du Verantwortung abgibst, wirst du eng, wirst du klein und wirst du hilflos. Und in dieser Hilflosigkeit wirst du ungeerdet und kannst auch die Energien, die zu dir gebracht werden, gar nicht mehr wirklich richtig aufnehmen. Also diese Verantwortlichkeit zu wissen, ich bekomme etwas, also es sind Geschenke, ich bekomme etwas, was auch zu mir gehört und wie ich damit umgehe und was ich daraus mache, wie ich das integriere, das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Also Energien aufnehmen oder Channelings aufnehmen, Botschaften aufnehmen und sie hören, das ist das eine. Aber es zu leben und zu integrieren, es in die Erdung zu bringen, ins Tun zu kommen und die Verantwortung zu übernehmen, das ist das andere. Gibt es etwas, was du jetzt nicht so schön findest bei manchen spirituellen Menschen? Ja. Ich meine, ich mache das jetzt 27 Jahre. Ja, und ich habe in 27 Jahren also so viel erlebt. Ich glaube, das können sich jetzt auch die meisten vorstellen, wie viel man da erlebt. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass Menschen, ich bin wieder bei der Verantwortung, die Verantwortung abgeben und die geistige Welt für alles verantwortlich machen. Oder aber dann in so einen, ich nenne es jetzt mal wirklich komischen Film kommen, dass sie dann plötzlich anfangen, Dinge also ich meine, sie erfinden es ja nicht, aber dass sie plötzlich die Frau von einem Lichtwesen werden oder also sowas stört mich wirklich, weil es einfach die ganze Spiritualität in ein Licht rückt, was eben genau das dann eigentlich kreiert, was es eben nicht kreieren soll, dass die Menschen, die das hören, sagen, was ist denn das für ein Spinner? Und ein wirklich geerdeter, spiritueller Mensch, und ich meine, ich glaube jetzt schon von mir sagen zu können, dass ich spirituell bin. Ich habe jetzt noch nie gehört, jetzt in meinem Kreis außerhalb der Kunden jetzt, also so in meinem privaten Feld, dass ich ein Spinner bin. Ganz einfach, weil ich geerdet bin. Ich finde, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn man Menschen etwas vorleben möchte, also wenn man etwas erreichen möchte, dass die Menschen ihr Potenzial entdecken, dass man sie unterstützt,
ihre Fähigkeiten zu entdecken, die Vielfältigkeit im Leben, die Sinnhaftigkeit, dann muss ich doch ein Stück Vorbild sein und den Menschen zeigen, schau mal, ich bin geerdet, ich lebe das in meinem Leben, ob das menschliche Liebe, Gesundheit, Fülle, Geborgenheit, Vertrauen. Also ich meine, ich habe auch bestimmte Dinge, wo immer wieder mal etwas nicht so passt in meinem Leben, aber so grundsätzlich finde ich das schon sehr, sehr wichtig, weil nur so kannst du den Menschen ja überzeugen. Also ein Mensch, der nicht glaubt, also der jetzt nicht offen ist, wenn du zu dem sagst, die Engel wachen in der Nacht über dich oder sie werden dir Geschenke bringen, der lacht dich ja aus. Also das kannst du ja nur machen, indem du einfach ein guter Mensch bist. Oder? Also finde ich jetzt zumindest. Ja, es hat auch was mit Achtsamkeit wieder zu tun, ne? Genau, Zu wissen, wann was gesagt werden kann. Genau. Wer steht da dir gegenüber? Wenn jetzt bei einem Seminar, da kommen ja Menschen, die braucht man ja nicht überzeugen, dass es etwas gibt. So ist es. Und da kann man natürlich auch anders sprechen. Aber jetzt in meinem privaten Umfeld, wenn ich irgendwo bin, irgendwas mache und Menschen treffe, ich würde jetzt nie anfangen, da irgendwie zu erzählen, es entsteht eine neue Welt. Und also ich finde es nicht förderlich. Also dieses auch zurückhalten. Ja, es verschreckt ja auch viele Menschen, die damit eben nichts anfangen können. Wirklich sehr. Und dann kommt eben genau das bei raus, was wir alle nicht wollen, nämlich Menschen, die spirituell leben, sind Spinner. Und es sind keine Spinner. Wirklich nicht. Und wie gesagt, jeder Mensch lebt auf irgendeine Art eine Spiritualität, ob er es jetzt nun weiß oder nicht. Ich meine, viel schöner ist es natürlich, wenn er es weiß. Weil er dann viel mehr machen kann. Sein Leben sehr viel schöner gestalten kann. Und viele Dinge auch besser versteht. Welche einfachen Rituale und Übungen helfen, sich im Alltag mit der eigenen Spiritualität noch tiefer zu verbinden? Also für Menschen, die schon spirituell sich bewusst sind oder allgemein für Menschen? Nee, oder, für die sich auch auf den Weg gemacht haben. Für alle anderen macht es ja nicht wirklich Sinn, ein Ritual zu vollziehen. Also was wirklich wichtig ist, ist das Erden. Also wenn man sich da in der Früh ein paar Minuten Zeit nimmt und sich wirklich auf allen Ebenen erdet, das ist schon mal die Basis für den Tag. Also weil einfach durch diese Erdung die Energien, die du aufgenommen hast, sich gut verteilen können, integrieren können und dorthin fließen, wo sie auch sein sollen. Wie würdest du denn jemanden, der jetzt vielleicht noch nicht so tief in der Spiritualität ist, empfehlen, sich zu erden? Ja, also da könnten Sie ja bei uns nachschauen auf der Schima-Seite, da gibt es diese Erdung auf allen Ebenen. Das kann man sich einfach, was weiß ich, aufschreiben und dann kann man das jeden Tag machen. Was ich jetzt auch gut finde, ist, wenn man sich so bisschen Schutz für die kollektiven Energien, die man tagsüber so aufnimmt. Das kann nämlich schon in dieser Zeit sehr ermüdend sein und sehr anstrengend. Also da ist es immer gut, Melegmetatron mit dem Platinen-Gitternetz zu bitten, dass das über einen gelegt wird. Da braucht man, wie man bei ganz vielen spirituellen Dingen, ist es nur wichtig, dass du in einer Absicht bist. Also in dem Augenblick, wo du darum bittest, solltest du auch in einer tiefen Absicht sein. Also nicht einfach so zwischen Zähneputzen und Gesicht waschen mal sagen, bitte jetzt das Platine-Gitternetz, sondern sich schon bewusst diese Zeit nehmen und in die Absicht gehen, dass das dann auch geschieht. Und dann kann man sich aber auch sicher sein, dass es passiert. Und das ist auch sehr wichtig, weil das Kollektiv im Moment wirklich sehr arg wirkt und die Menschen merken das auch. Die Menschen sind auch viel schneller erschöpft und müde und fühlen sich ausgelaugt. Ja, das haben halt die kollektiven Energien so an sich. Also man muss dir vorstellen, dass alles ist ja Kommunikation und alles ist Energie und auch wenn es nonverbal ist, das, was ja auch viele Menschen nicht so wissen oder sie wissen es, aber sie
sind sich dessen nicht so ganz bewusst. Wenn sie heute irgendwo sind, ganz egal, ob in einem Schwimmbad oder beim Eisessen oder auf einem Weihnachtsmarkt, ist ja ganz egal wo, oder beim Einkaufen, alle Gedanken, die die Menschen dort tragen, werden freigesetzt und sind Energien. Und Energien suchen sich immer einen lichten Punkt, wo sie praktisch sich anbinden können. Also deswegen werden diese Energien, diese kollektiven Energien so derzeit so extrem aufgenommen und gespürt von den Menschen. Und dann wäre das dritte Ritual, also so mache ich zumindest immer, auch am Abend, wenn ich dann wieder in meinen eigenen Energien bin, mich reinigen. Mhm. Nochmal zurück zu den kollektiven Energien, also Anhaftungen, Energien von außen, die nicht zu dir gehören. Was würdest du da empfehlen? Zum Reinigen? Ja, damit sich eben nicht diese Energien alle anhaften. Das Platine-Gitternetz von Auch Malik dafür. Meter drin ist da sehr gut. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass da nichts mehr kommt. Ja, das ist ein gewisser Schutz. Aber natürlich bist du nicht vollkommen geschützt. Also du wirst immer kollektive Energien in irgendeiner Form aufnehmen. Wichtig ist zu wissen, dass du die Möglichkeit hast, dich von diesen kollektiven Energien wieder zu befreien. Und das am besten jeden Abend, bevor du schlafen gehst oder wenn du wieder zu Hause in deiner eigenen Energie bist, wo du weißt, okay, da bin ich jetzt safe, also da nehme ich nichts mehr auf. Zum Abschluss dieses Podcasts ist noch irgendetwas, was du eigentlich noch gern sagen möchtest, was ich vielleicht noch nicht angesprochen habe? Also mir ist es einfach ein Anliegen und das war ja auch für mich jetzt so der allerwichtigste Grund, diesen Podcast über Spiritualität mit dir zu machen, dass die Menschen die Bedenken und die Ängste verlieren gegenüber der Spiritualität. Also dass das etwas ist, was zu ihnen gehört wie das Atmen. Und dass es in dieser Zeit, und das ist wirklich wichtig, also das kann ich wirklich aus tiefster Überzeugung sagen, in dieser Zeit ist es leichter und schöner, sich der Spiritualität zu öffnen, als sich ihr zu verweigern. Dieses Verweigern kostet so viel Kraft in dieser Zeit. Also Menschen, die wirklich vollkommen dagegen sind, denen geht's auch nicht gut, weil das so viel Kraft kostet. Also nichts kostet so viel Kraft, als wie gegen das anzuwirken, was zu dir gehört. Mhm. Das wäre jetzt so mein Abschluss. Ja, vielen Dank für heute. Gerne, Benni. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Ja, ihr Lieben, das war's für heute schon wieder. Falls noch nicht geschehen, hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, dein Like und dein Abo dazulassen. Oder vielleicht fällt dir sogar noch jemand ein, den dieses Thema genauso brennend interessiert wie dich. Dann teile es doch. Und möchtest du noch mehr zu diesem Thema erfahren, dann wirst du in Sangetas Büchern sicherlich fündig. Den Link dazu findest du in der Info. Ich wünsche dir eine licht- und wundervolle Zeit. Dein Benjamin Samuel.